Liebe Leute, herzlich willkommen zurück. So ist der Stand meines Hausbaus derzeit. Gestartet haben wir aber erst vor 8 Monaten. Die grüne Wiese war tatsächlich die Ausgangslage, nicht nur für den Hausbau, sondern auch für die Baudokumentation auf YouTube. Wir mussten viel Erdmasse abtragen und abtransportieren, um die Ausgangslage für das Fundament zu schaffen. Dennoch haben wir es geschafft, den 3-stöckigen Rohbau in den Hang zu setzen. Der Dachstuhl und die darauf folgende Dachdeckung haben dem Haus den Hut aufgesetzt. Und mit den mittlerweile montierten Fenstern sind wir mit gutem Gewissen in den Winter gestartet und auch die Baustellentür ist dann am Ende des Tages gekommen und somit starten wir in das Fertigstellungsjahr 2025. Diesmal melden wir uns direkt unter der Woche. Wir haben jetzt Mittwoch. Josie natürlich wieder hinter der Kamera. Ich mache euch die Tür zu. Es ist schön warm. Wir haben eine brutale Luftfeuchtigkeit, weil überall der frische Innenputz drauf ist. Zuallererst, wir sind im Stiegenhaus, aber das Stiegenhaus per se mit dem Innenputz wird das allerletzte, was passieren wird. Vorerst das oberste bis zum ganz untersten und dann mit dem Stiegenhaus geht es dann wieder raus. Spannend aber hier, da entstehen so gigantisch große Wandflächen, die natürlich alle trotzdem pfeifen sollen. Ich darf euch begrüßen, kommt hier mal rein. Das ist es, das Penthouse hier oben. Fertig verputzte Wände, schaut mal in die Flucht rein. Das ist der Flur für alle regelmäßigen Zuschauer, Wahnsinn. Ihr kennt sich aus. Das ist die Garderobe, Wahnsinn, schaut das mal an. Sogar hier das Putztürchen rein zum Kamin, absolut fein gemacht. Auch mit den Kanten selbstverständlich. Absolut perfekt. Ja, echt. Dafür, das wird natürlich wieder verdeckt. Da kommt Holz dann davor, dass man da dann dazu kann, wenn man dazu muss. Aber bleibt natürlich nicht so. Aber für das haben sie es wirklich schön gemacht. Wirklich, wirklich schön. Schau, da mal nach oben, überall alles fertig. Hier nochmal in die Flucht rein. Das ist hier der Gang. Hier auch wieder, da kommen die Fußbodenheizungsverteiler rein. Auch ein Gemälde kommt hier rein. Hey, Leute, ich ziehe mir jetzt die Jacke aus. Es ist so warm hier drin. Wie der Gang schon lang ausschaut, jetzt in die Richtung. Ich nehme jetzt die Leuchte und dann gehen wir darüber. Das Duallicht ist dabei. Machen wir so. Da. Schauen wir, dass wir den Innenputz nicht in der Hinsicht nicht ruinieren. Boah, schaut euch das an. Wahnsinn. Leute. Das erste Schlafzimmer hier oben, das Richtung Südosten ausgerichtet ist. Da kommt das Bett her, wie ihr seht. Da, wo die 6er Hütten steht. Leute, geflasht. Brutal, oder? An der Stelle natürlich immer noch alles feucht. Ihr seht es, alles noch dieses dunkle Grau. Auch hier, es wird langsam, man sieht, schau, langsam wird es ein bisschen heller. Also teilweise. Ich meine, sind wir noch ein bisschen weit weg vom Endergebnis. Ja, schon. Aber trotzdem, alles fertig. Das ganze Schlafzimmer, einfach Wahnsinn. Brutal. Unvorstellbar. Da kommt nur noch Farbe drauf, Leute. Nur noch Farbe und fertig. Außer natürlich da, wo das Altholz hinkommt. Also hier hinten zum Beispiel. Aber das bleibt genauso, wie es ist. Da kommt nur noch Farbe drauf. Ihr seht auch hier die Körnung vom Putz. Vielleicht, wenn du schief reinschaust. Das ist eben genau diese Körner, die da drinnen sind. Boah, geil. Einfach nur fein. Also ich bin begeistert. Die Jungs sind der Wahnsinn. So, wir gehen weiter. Wir nehmen das Licht mit, würde ich sagen. Und zwar hier wieder Gang entlang. Boah, es ist so crazy. Schaut mal rein. Boah, Wahnsinn. Und jetzt, meine Damen und Herren, wir sehen uns den Wohnbereich an. Ihr habt das letzte Mal ja meine erste Reaktion gesehen und jetzt seht ihr das alles fertig verputzt. Schauen wir da hoch. Bis oben. Schauen wir da hoch beim Kamin. Alles verspachtelt bis da ganz oben. Wir haben das letzte Mal kurz angeschnitten. Da kommt unterkant der Fette noch eine Ebene rein. Das wird quasi dann nochmal geschlossen. Aber der Rest alles verputzt. Auch hier oben bei dem Träger, den ihr da sehen könnt. Auch alles. Wundert euch nicht, hier zum Beispiel bei den Leibungen, das ist nur verspachtelt worden. Da ist kein Innenputz drauf gekommen, weil das Holz dann aufträgt. Deswegen direkt weggelassen worden, damit das hier nicht zu knapp wird bei den Fenstern. Aus ästhetischen Gründen, aber drüben bei den normalen Fenstern auch aus funktionalen Gründen. Aber da drüber an der Vorderseite seht ihr den Putz, geht auch darüber. Wahnsinn, da die Küche. Schau mal. Ha. Wild. Wild. Da wird man stehen. Und kochen. Und Zwiebeln schneiden. Zack. Wenn ihr euch fragt, was das hier ist, hier habe ich zum Beispiel keine Beleuchtung direkt über der Kücheninsel,
aber dafür hier eine Wandlampe. Ist ganz speziell im Vergleich zu den anderen, da habe ich nämlich keine Wandlampe an der Stelle. Aber das ist so ein bisschen eine spezielle Geschichte hier oben. Und wir drehen jetzt alle Lampen nochmal um, weil wir komplettes Gegenlicht haben. Und das ist jetzt der Wohnbereich. Wow! Das nächste Update bekommt ihr dann im Laufe der Woche, wahrscheinlich am Freitag oder so. Dann sind sie natürlich dann nochmal weiter. Aber jetzt wirklich mal ganz frisch von der Baustelle. Das ist sehr, sehr crazy. Auch hier wieder gleiches Thema, Leibung ausgelassen worden. Vorderseite verspachtelt mit der angeschnittenen Kante, also rangespachtelt. Auch das Fensterbankerl, ich meine, da kann es überhaupt nichts haben, ist logischerweise aus Stein. Aber das wird richtig, richtig fein ausschauen. Und da oben, wie ihr wisst, da ist nichts verputzt worden, weil da kommt direkt das Altholz drauf. Die Schalung, die Sichtbalken, die Sichtspan, gegebenenfalls dann auch die Verkleidung hier oben von der Pfette. Aber wir gehen weiter. Es sind ja noch ein paar Räume hier oben. Haben wir 92 Quadratmeter. Ich nehme einfach beide mit, okay? Taschenlampen sind für Anfänger. Okay. Geht das so? Nimmst du das? Ja, perfekt. Ja. Wir sind in einem Zug. Geil. Pass aber auf bei der Wand. Ich will keine Fahrer in meiner Wand haben. Okay, schaut sich das an. Okay, ich stehe eines mal daher. Hier der Abstellraum. Habe ich noch nie angeschnitten bis jetzt. Ihr seht hier diesen verrückt hohen Abstellraum. Der wird effektiv, ich glaube 4,5 Meter wird der haben. Effektiv dann nach dem Fußbodenaufbau. Richtig, richtig verrückt. Warum? Ich habe gesagt, bevor ich da jetzt irgendwie eine Zangenebe nochmal einbaue, also da auf 2,50 Meter und drüber den ganzen Raum verliere, lasse ich das gleich bleiben, setze die Zangenebe so weit wie möglich hoch und habe dafür hier die Möglichkeit dann gegebenenfalls einen riesengroßen Schrank hinzubauen mit einer Leiter, die man rausfahren kann oder so. Ja, dann hat mit man genug Stauraum. Wahnsinnig viel Stauraum. Platz für alles. Weil da kommt die Waschmaschine her. Das heißt, über der Waschmaschine könnte man dann nochmal 3 Meter hoch irgendwas einlagern. Da nochmal 4,5 Meter. Keiner hat so viel Zeug. Keiner. Vor allem das sind alles so, ja, da kannst du alles Mögliche dann lagern. Es ist ja belüftet auch gleichzeitig. Also super Sache. Wir kommen weiter. Hier ebenfalls noch der Flur. Da seht ihr die Verteilerschränke. Da wird dann zukünftig ein Bild oder ein Spiegel rüberkommen. Kommt kein Altholz her, das haben wir auch mal kurz angeschnitten. Da ist im Raum gestanden, dass ich die Tür ein bisschen versetze. Aber ich werde ganz normale Tür hinsetzen, werde da nichts versetzen im Nachhinein. Einfach auch aus Kostengründen, das muss einfach nicht sein. Und die Optik ist dennoch die gleiche, weil da drüben kommt ja überall Altholz zum Beispiel dann wieder hin. Genau, also an der linken Wand. Genau, nur an der linken Seite. Ja. Wichtig anzumerken. Und hier geht's weiter, und zwar In die Toilette. Genau. Ebenfalls das gleiche. Hier mit der Dachschräge wieder. Da kommt zwar kein Altholz hin, aber Rehgips. Überall, wo kein Altholz hinkommt, kommt Rehgips hin. Kannst du sogar noch besser zusammenfassen. Es kommt nur Altholz im Wohnbereich hin. Rehgips kommt überall anderswo hin, hier oben. Dann das Badezimmer, liebe Leute. Ein Wahnsinn. Geil. Einfach nur geil. Also das ist einfach nur befriedigend. Ihr seht hier die Duschnische, auch wieder, die ist ja ein bisschen von der Mauer weggestanden. Blenden wir euch gerne ein. Ist ja eingeschäumt worden, ausgestemmt, eingeschäumt, und da dran wird dann gefliest. Kann der Fliesenleger dann alles perfekt abstemmen. Da kommt die Dusche her und da kommt dann der 2,40 Meter Waschtisch her. Und wie ihr wisst, da kommt dann die Sauna her. Auch hier wieder die Leibung weggelassen, denn vor allem in der Sauna, ein Fensterbankerl aus Stein, würde es sehr heiß werden. Demnach ist es dann auch aus Holz, Altholz in dem Fall. Also okay. Hier, das ist direkt aus Holz, das Fensterbankerl. Genau, komplett gleich wie Leibung. Einfach passt super dazu. Vor allem, ihr seht ja hier, das ist Echtholz. Meine beiden, boah, schau wie das kondensiert. Heftig. Ja, da ist so viel Feuchtigkeit einfach jetzt im Raum. Ist ja so viel, ist nichts anderes als ein Wassergemisch. Also war halt eigentlich interessant, wie viel Wasser kann man sich irgendwie berechnen. Bauphysik. Wie viel Wasser da jetzt eigentlich effektiv im Raum ist. Weil es ist wirklich tropisch. Es fühlt sich echt so wirklich sehr tropisch an. Ja. So Florida-Vibes. Ja. So in die Richtung. Okay, nächster Raum. Also wir haben jetzt eigentlich alles, nur das Schlafzimmer fehlt. Nummer 2. Boah, das ist auch schon fertig. Schau dir das an. Warte. Ja, cool. Das ist Schlafzimmer Nummer 2. Gleiches Thema mit der Dachschräge, nur
Hier haben wir das Bett anders positioniert. Kopfteil ist nicht da, sondern da. Der Aussicht gewidmet, weil die Aussicht hier einfach nochmal um einiges besser ist. Zeigen wir euch sonst, wenn die Sonne wieder scheint. Ihr seht es ist ja Nacht. Und hier seht ihr, da sind die Leibungen verputzt worden. Bedeutet, da kommt kein Altholz her. Das wird wirklich so bleiben. Kommt nochmal eine Silikonfuge dann da rüber beim Ausmalern dann. Und ja, wir werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das Haus selber ausmalern. Beziehungsweise ich werde es ausmalern. Joseph wird mal an Sonntag vielleicht mal zur Hand gehen. Mit Sicherheit. Machen wir ein Video drüber, kaufen wir Kisten Bier und dann passt es. Oder mehrere, wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Bleiben wir am Boden. Okay, Leute, das ist es jetzt mit dem. Wir treffen uns wieder im Stinghaus und dann geht's runter. Schauen wir, wie weit es noch gegangen ist jetzt bis Dienstag. Und jetzt geht's. Erstes Untergeschoss, auch gleich groß wie die oben, nur wiederum Ohne Dachschräge. ohne Dachschräge. Ganz wichtiger Punkt. Da ist noch nichts gemacht auf der Seite. Da seht ihr wieder zugespachtelt, das ist alles von der Baufirma Brandl natürlich gemacht worden. Drüber seht ihr wieder die rote Decke. Alles mit dem Primer bedeckt, also die rote Farbe, auch vom letzten Mal. Und da sehe ich jetzt schon das erste Schlafzimmer hier unten. Ihr könnt sich jetzt noch an das oben erinnern, da war ja die Dachschräge. Und hier drinnen wiederum haben wir keine Dachschräge. Wie das einfach größer wirkt. Geil, das ist schon Total. gigantisch. Da hinten haben wir jetzt quasi eine Raumhöhe von 2,77 Meter. Pi mal Daumen. Es ist schon eine solide Raumhöhe. Kommt noch Fußbodenaufbau, 25 cm dann dazu. Aber gibt dem Raum schon sehr viel Höhe und sehr viel Größe. Gleiches Thema auch hier. Haben auch hier die Leibungen verputzt, weil hier auch kein Altholz hinkommt. Da kommt wiederum das Bett her. Und wichtig, ihr schaut nach oben, die Decke war das erste, was sie quasi gestartet haben und von da ist es dann runtergegangen. Und ist natürlich jetzt super fein. Normalerweise macht man es zum Beispiel, dass der Maler nochmal verspachtelt und dann nochmal schleift. Ich habe gleich gesagt, ich werde den Innenputz direkt auch an die Decke rangeben. In dem Bezug ist natürlich alles nochmal umso leichter und umso schneller fertig. Weil jetzt auch alles wirklich, also jetzt sieht man keine Oberfläche mehr hier drinnen. Außer man schaut eben hier in den Gang und da kommen wir jetzt dazu. Seht euch das an, da drüben, ihr habt jetzt die perfekte Fläche vom Dachgeschoss gesehen und da schaut es bislang noch so aus. Da links sieht man die Leibung vom Loftelement. Also doch ein bisschen mehr Wohlfühlcharakter ist schon da. Aber da, wie ihr seht, noch nichts gemacht, auch beim Kamin, wie oben. Das werden sie wahrscheinlich auch so perfekt machen, nehme ich mal an. Oben die rote Decke und da geht es weiter. Da drüben ist noch nichts. Oha! Der komplette Wohn-Ess-Bereich ist fertig. Das ist schon gewaltig. Man muss das jetzt vergleichen. Es sind zwar die Wände ein bisschen niedriger auf der Seite, also hier links, aber es ist die Decke halt komplett gemacht worden. Wie es hier drinnen einfach ruhig ist. Kurzen Moment der Ruhe. Jetzt hört man die Fenster oben. Weil wir haben jetzt gerade vorher, der Josie hat einen super Input gehabt, man sollte natürlich so ein Haus dann natürlich auch immer wieder lüften, vor allem auch anfangs, damit die Feuchtigkeit raus kann, weil sich das alles oben sammelt, haben wir keine Innentüren. Deswegen der Josie jetzt oben alle Fenster aufgerissen. An der Stelle nochmal vielen Dank. Applaus. Bauaufsicht an der Stelle. Und na, wirklich super, danke für den Input, ist wirklich wichtig. Schaut euch das an, komplett frisch gemacht. Also heute gerade verwirklicht, sage ich mal, auch hier wieder die Leibungen nicht verputzt. Wird auch wieder alles Altholz, aber ist schon gigantisch da herinnen. Gell? Es einfach wirkt so viel größer. Ja, einfach Im alle ersten Ecken Untergeschoss. perfekt. Ja, dadurch mit der Raumhöhe da links, das ist so geil, das ist so perfekt einfach gemacht worden. Da drüben, die Küche hat natürlich hier, anders als wie oben, nicht dieses Eck drinnen, sondern wirklich eine schöne, gleichbleibende 2,52 Meter Raumhöhe dann. Da kommt eben die Kücheninsel her. Da kommt eben keine Wandlampe her, das sind nur 2 Steckdosen und da drüber kommen nochmal 2 so Hängespots. Und ja, das Visualisierungsvideo, falls ihr das noch nicht gesehen habt, blenden wir euch hier ein. Dann schaut euch das an, da gehe ich weiter aufs Detail ein, aber es ist schon echt gewaltig. Es ist wirklich gewaltig. Also ihr müsst euch das vorstellen, das ist ja jetzt dunkelgrau. Also denkbar, das ist eines der dunkelsten Dinge, die man sich vorstellen kann. Also wenn du jetzt deinen Innenraum so streichen würdest, würde es immer so ausschauen. Wenn das jetzt weiß ist an der Decke, das wird schon richtig groß ausschauen. Vor allem bei Tageslicht. Aber wie gesagt, im Laufe der Woche dann. Wir marschieren weiter. Da ist noch nichts gemacht. Türleibungen sind mal gesetzt worden. Da wird quasi dann rangespachtelt.
weil die werden ja komplett dann wegkommen, wenn die Zagen drauf gesetzt werden. Also das ist wieder der zweite Genau. Abstellraum, diesmal mit roter Decke. Und underwhelming. Also meine Abstellräume, die sollten schon 5 Meter hoch sein. Okay, da ist auch Licht. Schau mal, da oben die Decke ist gemacht worden. Für morgen dann quasi. Das heißt, morgen geht es da an der Wand weiter. Bedeutet wiederum, hier drinnen, komplett oben, ihr habt es ja gesehen, boah, da ist wirklich alles noch nass. Ich weiß schon, das ist eine Katastrophe. Da ist keine Feuchtigkeit am Griff oder sonstiges. Das ist wirklich alles im obersten Stockwerk. Also wie du gesagt hast, Ja. Feuchtigkeit geht nach oben, versteht sich, aber die ist wirklich jetzt oben. Also deswegen gut, dass wir lüften oben. Gleiches Thema auch da wieder mit der Duschnische und in dem Fall halt eine solide Raumhöhe ohne eine Dachschräge hier im Raum. Also richtig, richtig geil. Ja Leute, das war's bis jetzt. Unten haben sie nur Vorbereitung gemacht. Wirklich großes Dankeschön, großer Respekt. Wir sehen uns